eine große Reise planen. Lena, hast du dir schon Gedanken über unseren Sommerurlaub gemacht? Ja, ich habe gestern im Internet nach verschiedenen Zielen gesucht. Hast du etwas Interessantes gefunden? Ich schwanke zwischen einer Städtereise nach Wien und einem Strandurlaub in Spanien. Wien klingt kulturell sehr spannend, aber Spanien wäre entspannender. Was findest du wichtiger? Sightseeing oder Erholung am Meer? Da wir beide viel Stress hatten, wäre Erholung eigentlich besser. Das stimmt, aber ich möchte nicht nur den ganzen Tag in der Sonne liegen. Wir könnten in Spanien auch ein Auto mieten und die Umgebung erkunden. Das ist eine gute Idee. So sind wir flexibler als mit dem Bus. Weißt du, ob die Flüge im August sehr teuer sind? Wenn wir jetzt buchen, sind sie noch bezahlbar. Dann sollten wir uns heute Abend entscheiden. Ich schaue mir mal die Hotelbewertungen an, bevor wir fest zusagen. Achte bitte darauf, dass das Hotel ein gutes Frühstück hat. Und es sollte nicht zu weit vom Strand entfernt sein. Glaubst du, dass wir für 10 Tage hinfahren sollten? 10 Tage sind perfekt, um wirklich abzuschalten. Ich muss morgen meinen Chef fragen, ob ich in dieser Zeit Urlaub bekomme. Ich habe meinen Urlaub zum Glück schon letzte Woche genehmigt bekommen. Im Reisebüro oder online. Sollen wir alles online buchen oder lieber in ein Reisebüro gehen? Online ist es meistens günstiger, aber im Reisebüro bekommt man eine Beratung. Für eine so lange Reise wäre mir eine persönliche Beratung lieber. Okay, dann gehen wir heute Nachmittag in die Stadt. Hoffentlich müssen wir dort nicht lange warten. Wir können vorher anrufen und einen Termin vereinbaren. Gute Idee. Ich suche mal die Telefonnummer heraus. Guten Tag, wir würden gerne eine Reise nach Spanien planen. Haben Sie heute noch Zeit für uns? Ja, wir können um 16 Uhr vorbeikommen. Super. Dann nehme ich meine Kreditkarte und die Ausweise mit. Wir brauchen auch eine Reiseversicherung, falls etwas passiert. Stimmt, besonders wenn man so weit wegfliegt. Ich bin gespannt, welche Hotels Sie uns dort empfehlen. Vielleicht gibt es auch ein Last-Minute-Angebot? Das wäre toll, dann könnten wir etwas Geld sparen. Das gesparte Geld können wir dann für leckeres Essen ausgeben. Du denkst immer nur ans Essen, Max. Naja, die spanische Küche ist doch weltberühmt. Da hast du absolut recht. Ich freue mich schon auf Paella.
Vorbereitungen und Reisepass. Lena, sag mal, wie lange ist dein Reisepass eigentlich noch gültig? Oh, das muss ich sofort nachsehen. Meiner ist noch 3 Jahre gültig. Das weiß ich sicher. Moment. Ach nein, meiner läuft in 2 Monaten ab. Das ist ein Problem. Wir müssen ihn sofort verlängern lassen. Ich brauche dafür einen Termin beim Bürgeramt. Hast du noch aktuelle Passfotos im Schrank? Nein, ich muss neue machen lassen. Ich sehe auf den alten ganz anders aus. Dein Haarschnitt hat sich ja auch ziemlich verändert. Ich gehe morgen früh direkt zum Fotografen. Hoffentlich dauert die Ausstellung des Passes nicht zu lange. Es gibt auch einen Express-Service, wenn es eilig ist. Das kostet aber extra Gebühren, oder? Ja, aber sicher ist sicher. Wir sollten auch prüfen, ob wir für Spanien bestimmte Impfungen brauchen. Innerhalb Europas ist das meistens unkompliziert. Ich schaue trotzdem mal auf der Seite vom Auswärtigen Amt nach. Es ist gut, dass wir so früh mit der Planung angefangen haben. Ja, sonst hätten wir am Ende nur unnötigen Stress. Organisation ist eben alles. Spanisch lernen für den Urlaub. Meinst du, wir sollten ein bisschen Spanisch lernen? Es ist immer höflich, wenn man ein paar Wörter in der Landessprache kann. Hola und Gracias kenne ich schon. Das reicht aber nicht aus, um im Restaurant zu bestellen. Ich lade mir eine Sprach-App auf mein Handy. Wir können jeden Abend 10 Minuten zusammen üben. Das macht bestimmt Spaß und steigert die Vorfreude. Wie sagt man die Rechnung bitte auf Spanisch? Ich glaube, das heißt La cuenta, por favor. Siehst du, du bist schon ein Naturtalent. Ich möchte auch lernen, wie man nach dem Weg fragt. Falls das Internet mal nicht funktioniert und wir kein Google Maps haben. Genau, das passiert ja oft in fremden Städten. Wir können uns auch einen kleinen Reiseführer in der Buchhandlung kaufen. Ein Buch in der Hand ist manchmal besser als ein Bildschirm. Darin stehen oft auch Geheimtipps für kleine Cafés. Ich markiere mir schon mal die wichtigsten Seiten. Wir werden so viel erleben, ich kann es kaum erwarten. Zuerst müssen wir aber diesen Arbeitstag überstehen. Nur noch ein paar Wochen, dann sitzen wir am Meer. Der Koffervergleich.
Mein alter Koffer ist leider kaputt gegangen. Der Reißverschluss war schon letztes Mal sehr schwergängig. Ich glaube, ich brauche einen neuen Hartschalenkoffer. Die sind stabiler, aber auch oft schwerer als Stoffkoffer. Es gibt jetzt moderne Modelle aus leichtem Material. Wir sollten darauf achten, dass er 4 Rollen hat. Warum sind 4 Rollen besser als 2? Weil man ihn dann viel leichter neben sich herschieben kann. Stimmt, das ist rückenschonender am Flughafen. Soll ich dir meinen Koffer leihen? Ich habe noch einen zweiten. Nein, danke. Der ist mir ein bisschen zu klein für 10 Tage. Dann schauen wir heute beim Einkaufen mal in der Kofferabteilung vorbei. Es gibt dort gerade Angebote, habe ich im Prospekt gesehen. Nimm bitte keine dunkle Farbe, die sieht man auf dem Gepäckband so schlecht. Ein knalliges Blau oder Rot wäre vielleicht gut. Dann finden wir ihn sofort zwischen all den schwarzen Koffern. Hoffentlich überschreitet er nicht das Maximalgewicht der Airline. Wir haben zu Hause eine Kofferwaage. Damit können wir ihn wiegen. Wir müssen beim Packen wirklich vorsichtig sein. Ich nehme sowieso immer zu viel Kleidung mit. Im Reisebüro. Schau mal, da vorne ist das Reisebüro Globus. Es sieht sehr einladend aus. Gehen wir rein. Guten Tag, wir haben einen Termin bei Frau Müller. Guten Tag. Setzen Sie sich bitte. Wo soll die Reise hingehen? Wir möchten nach Spanien, am liebsten an die Costa Brava. Eine hervorragende Wahl. Suchen Sie eher ein Hotel oder eine Ferienwohnung? Ein Hotel mit Halbpension wäre ideal für uns. Ich habe hier ein Angebot für ein 4-Sterne-Hotel direkt am Meer. Wie weit ist es vom Flughafen entfernt? Mit dem Shuttlebus sind es nur etwa 40 Minuten. Das klingt vernünftig. Gibt es dort auch einen Pool? Ja, es gibt einen großen Außenpool und einen Wellnessbereich. Das ist genau das, was wir nach dem ganzen Stress brauchen. Wie viel würde die Reise insgesamt kosten? Inklusive Flug und Transfer liegt der Preis bei 850 € pro Person. Ist das teurer oder günstiger als die Angebote im Internet? Ich glaube, der Preis ist fair, weil der Transfer schon dabei ist.
Können wir das Angebot bis morgen reservieren? Ja, ich kann es Ihnen für 24 Stunden unverbindlich freihalten. Vielen Dank. Wir besprechen das heute Abend noch einmal in Ruhe. Die endgültige Entscheidung. Was sagst du zu dem Hotel, das Frau Müller uns gezeigt hat? Die Zimmer sehen auf den Fotos sehr modern und sauber aus. Mir gefällt besonders der Balkon mit Meerblick. Wenn wir morgen buchen, ist der Urlaub offiziell. Ich bin so froh, dass wir uns für Spanien entschieden haben. Ich habe gerade die Wettervorhersage für die Region geprüft. Und? Wird es sehr heiß sein? Durchschnittlich 30 Grad, also perfektes Badewetter. Sollen wir auch eine Reiserücktrittsversicherung abschließen? Ja, falls einer von uns kurz vorher krank wird, ist das sicherer. Ich buche jetzt auch gleich den Parkplatz am Flughafen online. Das ist eine gute Idee. Dann müssen wir am Abreisetag nicht suchen. Weißt du eigentlich, wie viele Kilo Gepäck wir mitnehmen dürfen? Normalerweise sind es 23 Kilo pro Person bei dieser Airline. Das muss für meine Kleider und Schuhe reichen. Du brauchst doch nicht 10 Paar Schuhe für 10 Tage. Man weiß nie, ob man mal schicker ausgehen möchte. Ich nehme nur meine Wanderschuhe und ein paar Flipflops mit. Typisch Max, du bist so minimalistisch. Weniger Gepäck bedeutet weniger Stress am Flughafen. Ein kleiner Streit beim Packen. Lena, warum liegt dein ganzer Kleiderschrank auf dem Bett? Ich versuche zu entscheiden, was ich wirklich brauche. Das ist doch viel zu viel. Der Koffer geht niemals zu. Wenn ich die Kleidung rolle, statt sie zu falten, passt mehr rein. Aber wir müssen auch noch Platz für die Strandhandtücher lassen. Die können wir doch auch im Hotel leihen, oder? Das kostet oft extra. Ich nehme lieber unsere eigenen mit. Okay, dann nehme ich diesen dicken Pullover wieder raus. Warum wolltest du überhaupt einen dicken Pullover nach Spanien mitnehmen? Weil es im Flugzeug wegen der Klimaanlage oft sehr kalt ist. Dafür reicht doch eine leichte Strickjacke. Du hast recht. Kannst du mir mal beim Wiegen helfen? Ich wiege jetzt den Koffer. Oh je, er wiegt jetzt schon 25 Kilo. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn so schwer? Deine vielen Kosmetikartikel und die 5 Bücher. Aber ich wollte im Urlaub endlich mal viel lesen. Nimm doch einen E-Reader mit.
Der ist viel leichter. Das ist ein guter Vorschlag. Ich frage meine Schwester, ob ich ihren leihen kann. Siehst du, schon haben wir 2 Kilo gespart. Jetzt bist du dran mit Packen. Zeig mal, was du mitnimmst. Medikamente und Reiseapotheke. Haben wir eigentlich eine Reiseapotheke vorbereitet? Ich habe schon Pflaster und etwas gegen Kopfschmerzen eingepackt. Wir brauchen auch etwas gegen Sonnenbrand für alle Fälle. Und ein Spray gegen Mücken wäre auch nicht schlecht. Ich reagiere immer so empfindlich auf Insektenstiche. Ich gehe morgen noch kurz in die Apotheke und kaufe den Rest. Frag auch nach etwas gegen Reiseübelkeit, falls der Flug unruhig wird. Machst du dir etwa Sorgen wegen des Fluges? Ein bisschen. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr geflogen. Keine Sorge, ich halte deine Hand, wenn du Angst hast. Das ist sehr lieb von dir, Lena. Hast du die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 gefunden? Ja, sie steht im Badezimmer, im obersten Regal. Wir müssen vorsichtig sein. Die Sonne in Spanien ist viel stärker als hier. Ich möchte nicht schon am ersten Tag wie ein Krebs aussehen. Dann müssen wir uns regelmäßig eincremen. Ich packe auch einen Hut ein, um meinen Kopf zu schützen. Sehr vernünftig. Sicherheit geht vor Schönheit. Bei dir ist beides möglich, Lena. Oh, danke für das Kompliment. Die Aufregung steigt. Morgen um diese Zeit sitzen wir schon im Flugzeug. Ich bin schon ganz aufgeregt und kann bestimmt kaum schlafen. Wir müssen sehr früh aufstehen. Der Flug geht um 6 Uhr morgens. Dann sollten wir um 4 Uhr am Flughafen sein. Das bedeutet, der Wecker klingelt um 3 Uhr. Oh je, das ist ja mitten in der Nacht. Wir sollten heute Abend alles vorbereiten, damit wir morgen nur noch losfahren müssen. Die Koffer stehen schon im Flur bereit. Hast du die Flugtickets und die Ausweise griffbereit? Ja, sie liegen ganz oben in meiner Handtasche. Ich kontrolliere noch einmal, ob alle Fenster geschlossen sind. Und vergiss nicht, den Stecker vom Kaffeekocher zu ziehen. Mache ich. Sollen wir den Nachbarn Bescheid sagen, dass wir weg sind? Ja, Frau Schmidt gießt freundlicherweise unsere Blumen. Das ist wirklich nett von ihr. Wir sollten ihr ein kleines Geschenk aus Spanien mitbringen. Auf jeden Fall. Vielleicht eine schöne Seife oder Olivenöl. So, jetzt ist alles erledigt. Sollen wir versuchen, jetzt schon ein bisschen zu schlafen? Ja, legen wir uns hin. Morgen beginnt unser Abenteuer.
Gute Nacht, Max. Träum schon mal vom Meer. Am Flughafen. Der Wecker klingelt. Oh nein, ist es wirklich schon 3 Uhr morgens? Ja, wach auf, Max. Spanien wartet auf uns. Ich bin noch so schläfrig, aber das Adrenalin kommt langsam. Hast du die Haustür abgeschlossen und den Müll rausgebracht? Ja, alles erledigt. Schnappen wir uns die Koffer. Am Flughafen ist es um diese Zeit zum Glück noch nicht so voll. Da ist der Check-in-Schalter für unseren Flug. Schau mal, die Schlange ist doch länger, als ich dachte. Hoffentlich gibt es keine Probleme mit dem Gewicht unserer Koffer. Am Schalter. Guten Morgen. 2 Personen nach Barcelona, bitte. Guten Morgen. Ihre Ausweise bitte. Haben Sie nur diese 2 Koffer? Ja, und 2 Rucksäcke als Handgepäck. Perfekt. Ihre Koffer haben genau das richtige Gewicht. Puh, da haben wir ja Glück gehabt, Max. Jetzt müssen wir noch durch die Sicherheitskontrolle. Vergiss nicht, dein Notebook und deine Flüssigkeiten auszupacken. Ich weiß, ich habe alles schon in den durchsichtigen Beutel gelegt. Die Beamten hier sind heute sehr streng, aber gründlich. So, wir sind durch. Sollen wir noch einen schnellen Kaffee trinken? Ja, ein Espresso hilft uns, bis zum Abflug wach zu bleiben. Der Flug und Max Flugangst. Das Boarding beginnt in 10 Minuten an Gate B12. Bist du nervös wegen des Fliegens, Max? Ehrlich gesagt, ja, mein Herz klopft ein bisschen schneller. Atme tief durch. Das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ich weiß es im Kopf, aber mein Bauch fühlt sich anders an. Setz dich auf den Gangplatz, dann musst du nicht aus dem Fenster schauen. Nein, ich möchte am Fenster sitzen, um die Angst zu bekämpfen. Das ist sehr mutig von dir. Herzlich willkommen an Bord. Bitte schnallen Sie sich an. Jetzt rollt das Flugzeug zur Startbahn. Nimm meine Hand und drück sie fest, wenn du magst. Oh, dieses Gefühl im Magen ist echt seltsam. Schau mal raus. Die Stadt unter uns wird immer kleiner. Wow, die Wolken sehen von oben aus wie Watte. Siehst du? Es ist gar nicht so schlimm, oder? Nein, eigentlich ist die Aussicht sogar ziemlich spektakulär. Möchtest du etwas Tomatensaft trinken? Das machen viele im Flugzeug. Ja, gerne. Das lenkt mich ein bisschen ab. Der Pilot sagt, wir landen in 2 Stunden pünktlich in Spanien. Ich freue mich jetzt richtig auf die Sonne. Ankunft in Spanien. Wir sind gelandet. Willkommen in Spanien, Max. Die Luft, die aus dem Flugzeug kommt, ist schon so schön warm.
Jetzt müssen wir nur noch unser Gepäck am Band abholen. Hoffentlich sind unsere Koffer als erstes dabei. Da kommt mein roter Koffer schon. Und da ist mein neuer blauer Koffer. Er hat den Flug gut überstanden. Jetzt suchen wir den Shuttlebus zu unserem Hotel. Hola, ¿dónde está das Autobus? Habe ich das richtig gesagt? Fast. Donde está el Autobus wäre korrekt, aber man hat dich verstanden. Der Busfahrer lächelt und zeigt nach rechts. Die Landschaft hier ist so anders als bei uns zu Hause. Überall stehen Palmen und Pinienbäume. Und riechst du das? Es riecht nach Salz und Meer. Wir sind endlich im Urlaub, Lena. Kein Büro für 10 Tage. Das Hotel sieht von außen sogar noch besser aus als im Katalog. Gehen wir direkt zur Rezeption und checken ein. Hola, tenemos una reserva. Jetzt bin ich mal dran mit Spanisch. Die Dame an der Rezeption spricht zum Glück auch sehr gut Deutsch. Unser Zimmer ist im 3. Stock mit direktem Blick auf den Ozean. Schnell bringen wir die Sachen hoch und ziehen uns um. Der erste Moment am Strand. Hast du deine Badehose schon gefunden? Ja, sie lag ganz oben im Koffer. Und dein Bikini? Ich habe ihn schon unter meinem Sommerkleid an. Vergiss die Sonnencreme nicht. Die Sonne brennt hier wirklich stark. Ich habe mich schon eingecremt. Komm, gehen wir zum Wasser. Der Sand ist so weich und warm zwischen den Zehen. Das Wasser ist kristallblau. Man kann bis zum Boden sehen. Sollen wir direkt reinspringen oder erstmal nur die Füße nass machen? Ich springe direkt rein. Es ist so erfrischend. Ah, das ist herrlich. Siehst du, der ganze Stress der letzten Wochen ist fast vergessen. Ich könnte den ganzen Tag hier im Wasser bleiben. Wollen wir uns danach ein bisschen auf die Liegen legen und lesen? Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen und einen Sonnenbrand bekommen. Ich stelle mir einen Wecker auf dem Handy für in 20 Minuten. Du bist eben doch ein Organisationstalent, sogar im Urlaub. Nur so können wir den Urlaub richtig genießen. Guck mal, dort vorne ist eine kleine Strandbar. Sollen wir uns später einen alkoholfreien Cocktail holen? Unbedingt. Das gehört zu einem perfekten ersten Tag dazu.